Hallo, mein Name ist Peter Maas. Ich bin hier Abteilungsleiter an der Walter-Rathenau Gewerbeschule. Bin zuständig für die IHK-Berufe, also es ist eine berufliche Schule. Ich habe mal Physik studiert als Diplom, dann habe ich Elektrotechnik fürs Lehramt hinten dran studiert mit dem Zweitfach Physik. Mein Referendariat habe ich ja noch in diesen beiden Fächern gemacht, in NRW, in Essen, und habe dann mich nach Baden-Württemberg beworben. Und in Baden-Württemberg gab es meine Fächerkombination leider gar nicht. Also es gibt hier keine Elektrotechnik als Fach, sondern es gab nur Energietechnik und Nachrichtentechnik. Und da durfte ich mir eins von beiden aussuchen. Und ich habe mich dann für Nachrichtentechnik entschieden und seitdem bin ich tatsächlich hier in Baden-Württemberg IT-Lehrer. Also ich mache nur noch ausschließlich computergestützten Unterricht, Netzwerktechnik, PC-Technik. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, meine Eltern sind beide Lehrer, Großeltern waren Lehrer, also ich habe das schon immer sehr interessant gefunden, Lehrer zu werden, aber ich wollte auf keinen Fall an eine allgemeinbildende Schule. Ich wollte gerne irgendwas machen, wo man sich weiterentwickeln kann. Meine Eltern sind allgemeinbildende Lehrer gewesen, ich kannte also berufliche Schulen gar nicht. Und deswegen habe ich erstmal mit dem Diplom angefangen und habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, okay, das Arbeiten in dem Fach Physik, also das spätere Arbeiten in dem Bereich, ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich gerne möchte. Habe dann aber berufliche Schulen kennengelernt, also den Bereich Elektrotechnik, und habe dann da studiert für diesen Bereich und bin dann auch in die berufliche Schule mal ins Praktikum gegangen und fand das sehr, sehr angenehm. Ich habe relativ früh in Baden-Württemberg angefangen, Fortbildungen zu halten, weil hier sind, also ich habe 99 angefangen in Baden-Württemberg und 97 sind neue Berufe eingeführt worden im Bereich IT, die Fachinformatiker und IT-Systemelektroniker. Und da brauchte man Fachkräfte für Netzwerktechnik, PC-Technik, Programmierung, Datenbanken. Und da gab es Fortbildungen, eine Fortbildungsinitiative, und dann hat man auch die Möglichkeit gehabt, wenn man selber Sachen konnte, Fortbildungen zu halten. Ich habe dann lange Fortbildung gehalten, wollte eigentlich mal Fachberater werden. Also das sind dann die Leute, die Fortbildung halten für Kolleginnen und Kollegen, Profile entwickeln, Schulentwicklung betreiben von außerhalb der Schule, und habe lange Zeit auch in die Richtung mich vorbereitet, habe damit sehr viel Kontakt zu anderen Kollegen gehabt, zu anderen Schulen gehabt, weil man ja über die Fortbildung auch sehr viele Leute kennengelernt hat. Und habe dann festgestellt, dass meine Schule, also die Schule, in der ich gerade bin, die Walter-Rathenau Gewerbeschule, eine sehr, sehr gute Schule ist, und dann gab es einen sehr großen Umbruch im Bereich der Schulleitung. Also es hat sich im Prinzip innerhalb von 2 Jahren das komplette Schulleitungsteam verabschiedet und ist neu besetzt worden. Und da haben wir uns dann intern darüber unterhalten, wer denn jetzt diese Nachfolge antreten könnte. Und da ich schon immer in dem Bereich Weiterentwicklung der Schule was machen wollte, also eigentlich im Bereich Fachberater, habe ich mich dann dazu entschlossen, Abteilungsleiter zu werden oder mich jedenfalls auf den Posten zu bewerben. Und ich habe ihn ja auch bekommen. Kann man jetzt gar nicht allgemein sagen, ich kann das nur für mich sagen und für meine Schule, für meinen Bereich. Mein Arbeitsalltag ist eigentlich der, ich habe ein kleines Deputat, ich habe eigentlich 25 Stunden Deputat, ich unterrichte einen Teil noch real in der Schule. Ich bin noch für die Netzwerkbetreuung an der Schule zuständig, dadurch, dass wir 1400 Schüler haben, einige hundert Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler, ist dann ein relativ großer Aufwand auch für die Betreuung der Hardware und des Netzwerkes notwendig. Da bin ich noch für zuständig, auch im Rahmen meiner Abteilungsleitung, weil ich für das Netzwerk zuständig bin in diesem Bereich. Und dann habe ich noch ein paar Stunden Verwaltung. Verwaltung heißt, ich mache Prüfungsplanung, also setze Prüfungspläne auf, teile die Aufsichten ein. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Wünsche, was sie gerne hätten an der Schule, wie die Deputatsplanung für sie aussehen sollte, wie sie sich weiterentwickeln möchten, ob sie zu bestimmten Fortbildungen gehen sollen oder dürfen oder auch wollen. Wir versuchen, Konflikte möglichst früh zu erkennen und zu beheben, wobei ich sagen muss, an der Schule gibt es relativ wenig Konflikte, die man beheben muss. Also von daher bin ich dann in einer sehr glücklichen Situation. Das trifft nicht nur meine Abteilung, das trifft alle Abteilungen zu. Wir haben relativ viele Schulleitungskonferenzen zusammen mit dem ÖPR, sogenannte erweiterte Schulleitungsrunden, wo man dann über Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten der Schule spricht. Solche Sachen fallen noch in meinen Bereich. Kommunikation mit der IHK, mit der HWK,
HWK nur was Prüfungen angeht, IHK, was alle Entwicklungen, was die Berufe angeht, ist mein Bereich. Da haben wir einen stetigen Kontakt. Also man muss diesen Beruf ganz grundsätzlich mögen, des Lehrers, um Abteilungsleiter werden zu können. Weil wenn man die Kommunikation nicht mag, dann ist man überhaupt grundsätzlich falsch in diesem Bereich. Und was mir persönlich Spaß macht, ist einfach, dass wir hier an der Schule, auch das ist wieder was sehr Spezielles, ein sehr gutes Team haben. Wir sind sehr unterschiedlich, aber jeder bringt seine Stärken ein und zwar akzeptiert auch die Schwächen der anderen, sodass wir eigentlich ein sehr, sehr positives Verhältnis hier in der Schule haben. Sowohl in der Schulleitung als auch unter den Kollegen. Und damit macht einfach das Arbeiten grundsätzlich Spaß, ganz egal, ob ich vorher Kollege war oder jetzt Abteilungsleiter. Deswegen möchte ich das gar nicht auseinanderhalten. Also dieses sehr positive, wertschätzende Miteinander an der Schule ist da, glaube ich, das Wichtigste. Und da ist es mir wirklich fast egal, an welcher Position ich gerade bin.